Ja, hallo ihr Lieben. Heute habe ich zu Gast einmal Ruben. Ruben Hey. ist Student und er hatte so die tolle Idee, einfach mal die Geräusche von Ameisen aufzunehmen. Ne? Wie hören sich denn Ameisen an? Also ihr kennt es ja vielleicht so ein bisschen, wenn wer Blattscheinameisen hat, dann hört man das Schneiden der Blätter. Aber wie hört sich das an, wenn sie langlaufen, wenn sie etwas fressen und so weiter? Und da Ruben hat jetzt ein ganz spezielles Mikrofon mitgebracht, das sehr empfindlich ist. Vielleicht erklärst du es am besten einfach mal, also was du machst und was dein Projekt ist und was du jetzt da genau versuchen möchtest. Also ich studiere Sound Studies und Sonic Arts heißt das, hier in Berlin an der UDK. Und wir beschäftigen uns quasi mit dem Einfluss von Klang auf verschiedene Kulturen. Und gerade mache ich ein Projekt über quasi Sound und Biodiversität. Und in dem Rahmen habe ich mich mehr mit Ameisen beschäftigt und wusste vorher, um ehrlich zu sein, relativ wenig bis gar nichts. Und ja, bin dann immer interessierter geworden, weil es ja schon beachtliche Kulturen sind, die Ameisen auch aufgebaut haben, also verschiedenste Arten von Kulturen. Und somit habe ich mir gedacht, okay, es wäre sehr interessant, auch mal zu hören, wie das Ganze so klingt. Vor allem, weil es ja Geräusche sind, die so leise sind, dass sie sonst nicht wahrnehmbar sind für uns. Und das interessiert mich meistens, Dinge, die schwer wahrnehmbar sind. Okay, so, dann ja, erklär mal die Technik vielleicht ein bisschen im Detail. Also das hier ist ein sogenanntes Geophon, ein spezialisiertes. Normalerweise haben Geophone Probleme damit, eher höhere Frequenzen aufzunehmen. Aber dieses Geophon wurde auch extra dafür entwickelt, um quasi Bodenaufnahmen zu machen, auch von anderen Insekten, generell Bodenleben, also eigentlich für Biologen quasi als... Ist es so abgeleitet so vom Seismographen, der so Erschütterungen wahrnimmt und das verstärkt wird? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also technologisch gibt es da bestimmt Überschneidungen, also auch von der Ideengeschichte. Und also die Technik, die hierin verbaut ist, ist quasi ein sehr spezialisiertes sogenanntes Piezo-Mikrofon. Normalerweise sind die sehr kostengünstig zu haben. Man kann die bereits für vielleicht 50 Cent teilweise diese Scheiben Echt? kaufen. Okay. Das Interessante ist quasi, es ist ein Metall und darauf ist ein Kristall, und wenn dieser Kristall in Bewegung kommt, erzeugt er halt elektrische Spannung. Und diese Spannung ja, wird dann letztendlich aufgenommen von einem digitalen Aufnahmegerät. Und hier in diesem Fall ist quasi diese normale Scheibe, die man hier auch unten sieht, ist erweitert mit dieser Nadel und einem Gehäuse, was quasi andere Schwingungen von außen besser abschirmt, womit es wesentlich präziser ist. Genau, und im normalen Anwendungsfall würde quasi diese Nadel in die Erde gesteckt werden und dann wird das Mikrofon an sich an dieses Gerät hier angeschlossen. Das kann ich auch kurz zeigen. Also wie gesagt, es wurde vor allem für WissenschaftlerInnen entwickelt, die sich mit dem Bodenleben halt beschäftigen wollen. Somit ist dieser Kasten auch wasserdicht und kann quasi vor Ort bleiben, sodass man sich auch entfernen kann vom Aufnahmeort. Klar, sonst hört man ja die Schritte, ne, wenn man da wahrscheinlich da langläuft. Genau. Und es gibt, man kann das auch per App steuern, sodass wir jetzt einstellen könnten, dass es jede 10 Minuten aber nur 3 Minuten aufnimmt oder zum Anfang einer Stunde einmal für 5 Minuten aufnehmen, oder da kann man sich komplett wählen, was halt passt, um quasi auch einen Biorhythmus einer Art zu erforschen zum Beispiel. Okay. Genau. Gut. Ja. Hört sich höchst interessant an. Dann würde ich mal sagen, dann probieren wir es einfach mal aus. Ja.
Ja, jetzt haben wir uns verschiedene Geräusche angehört, so von Ameisen. Und das war ja wirklich interessant. Also ich fand es super interessant zu hören, wie unterschiedlich auch die Ameisen so an Geräusche abgeben. Ja, es gibt ja dann einmal die Ameisen, die so teilweise so Schleifgeräusche abgeben, weil sie mit dem Hinterleib dann auf dem Boden sind. Dann sind zum Beispiel auch jagende Ameisen, die tendenziell sehr leise, also wirklich auch so Schleichgeräusche haben, sodass sie auch nicht entdeckt werden von Feinden. Und ja, vielleicht fandet ihr auch irgendwas interessant. Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank, dass ihr dabei wart.